Hallo Josefa. Hallo. Du bist Stadtforscherin mit dem Schwerpunkt städtische Sicherheitspolitiken. Sicherheitspolitiken in Form von Polizeigewalt gegen marginalisierte Gruppen und aber auch die zivilgesellschaftliche Gegenwehr. Rio de Janeiro ist einer deiner Forschungsorte und Städte in Schweden. Das von dir vorgeschlagene Buch beleuchtet städtische Sicherheit irgendwie nicht direkt, eher auf vermittelte Art und Weise. Es dokumentiert die Sammlung der ersten jugendkulturellen, sage ich jetzt, Graffiti in München, fotografiert und gesammelt von Konrad Kittel, der Strafverteidiger war, und dem Volkskundler Peter Kreuzer. Was interessiert dich an Graffiti? So grundsätzlich interessiert mich irgendwie, oder finde ich spannend an Graffiti, dass es das überall gibt, in unterschiedlicher Weise, egal ob das jetzt irgendwie so ein bisschen quasi künstlerischer aufbereitete Graffiti sind oder einfach so Tags oder simple Zeichnungen. Das gibt's überall. Wir kennen das irgendwie aus den Städten, die wir besuchen. Und jetzt irgendwie speziell an diesen Graffiti oder dieser Aufbereitung von diesen Fotos interessiert mich irgendwie so also es ist spannend, dass der Schauplatz München ist, weil die Graffiti so als zusammengehörend auch mit Hip-Hop und schwarzer Kultur in den USA ist ja eben in den USA entstanden und dann irgendwie nach Europa bzw. Deutschland und eben kurioserweise München geschwappt. Mit der Hip-Hop-Kultur? Genau, so eben in den 80ern. Und es gibt irgendwie so einerseits in diesem Buch oder bei den Fotos ein paar Verweise auf die USA oder quasi auf wo das herkommt. Eben einerseits Hip-Hop, was wir gerade gesehen haben, und hier auch mit Bronx, South Bronx, und wir wissen jetzt nicht genau, was das ist, ob es eine Kiste ist oder ein Turntables oder ein Ghetto Blaster, ein Lautsprecher. Ein Grill. Ein Grill. Ja, genau. Also da kann man irgendwie auch die Fantasie ein bisschen freilassen. Genau, aber das gibt es irgendwie, also es gibt da schon irgendwie so Verweise einerseits, auch bei einem, was man hier gut sieht, mit American Dream, was irgendwie einerseits eigentlich eine positive, für eine positive, sich hart erarbeitete Zukunft steht, aber hier so trotzdem so ein bisschen eingebettet ist zwischen einerseits Uncle Sam, Militarisierung, sage ich jetzt mal, und so eine sehr stereotyp gezeichnete indigene Figur. Also jetzt auch nicht vielleicht ausschließlich irgendwie positiv, Und der American Dream sozusagen ironisiert oder in Frage gestellt wird. Ich finde dieses Bild so interessant, weil es an einem Ort ist, der sowas wie Vorankommen, Mobilität, vielleicht soziale Mobilität auch mittransportiert, dadurch, dass wir hier in so einer Mobilitätsinfrastruktur sind. Ne? Also an Bahngleisen aufgetragene Street Art, Graffiti und hier so eine Autobahnbrücke. Man hat auch irgendwie so den Eindruck, dass es abends oder morgens und ein Horizont deutet sich da an. Also ein tolles Foto eigentlich auch. Ne? Ja. Genau, und da gibt es einerseits also Verweise irgendwie darauf, aber eben auch irgendwie so quasi die Weiterentwicklung oder einfach so das Ausprobieren, einfach graue Wände zu besprayen. Und eben hier Baby War, wir wissen nicht, heißt das irgendwas? Crazy Fun klingt irgendwie, warum nicht? Also diese Figur ist auch irgendwie unklar, was das ist, aber es ist einfach so ein oder mir zumindest unklar, aber es ist einfach ein Ausprobieren, irgendwie an die Wände irgendwie bunter zu machen und zu besprayen einfach. Und zu kommunizieren. Ne? Ich meine, dass du sagst, ich weiß nicht, was das bedeutet, ich natürlich auch nicht. Ja. Das sind Szenen, die sich bilden und die dann sehr wohl untereinander wissen, was es bedeutet, wer hinter welchem Tag steckt und praktisch die Wand dann auch eine Kommunikationsfläche wird. Ne? Ja.
Genau. Und wir sehen, also die Bilder sind ja auch nur sehr kleine Ausschnitte. Wir wissen jetzt nicht, was da irgendwie so rundherum noch ist, aber man sieht immer, dass das einfach ein sehr grauer Hintergrund ist und dann eben die draufgesprüht mit, also das ist jetzt vielleicht weniger bunt, aber einfach diese relativ triste, graue, eintönige Kulisse irgendwie einfach ein bisschen durchbrochen mit dieser Ausdrucksform. Und wir haben ja wiederkehrende Namen, die auch die Namen sozusagen die buchgebenden Namen sind. Hier das erste Mal, oder vielleicht auch nicht das erste Mal, aber Zar. Ja. Hier dann auch noch hier mehrmals. Auch und auch in unterschiedlichen Formen. Ne? Einfach hier so ein eher nüchternes, hier dann ein schon bildreicheres Tag. Ich weiß gar nicht, ob man das dann noch Tag nennen würde. Du hast in deiner Forschung in Rio ja auch genau mit der Verwendung von Wänden, Sprühen und Namen zu tun gehabt. Kannst du davon was erzählen? Und vielleicht gibt es ein Bild, das besonders sprechend ist in dem Zusammenhang? Oh, das war das Falsche. Das ist da vorne. Das ist viel weiter vorne. Ja. Hier, genau. Ja, also genau auf diesem Bild We are here, also das Apostroph ist zwar falsch grammatikalisch gesehen, aber macht ja nichts. Also halt dieses We are here mit einem also dem Kopf von einer schwarzen Person, ist irgendwie auch so ein kann man auch als politisches Statement vielleicht lesen, dass okay, ja, wir sind hier und wir machen das auch sichtbar, ja, dass es uns gibt. Und in meiner Forschung in Rio ging es diesbezüglich vor allem um das Erinnern an Personen, an Opfer von Polizeigewalt in Favelas, wo das Taggen von Namen oder einfach kurzen Sätzen oder Sprüchen eine sehr alltägliche Erinnerungspraxis ist von einerseits sozialen Bewegungen, politischen Aktivistinnen, aber auch einfach unter Anführungszeichen Privatpersonen oder halt Angehörigen von Opfern von Polizeigewalt, die so einfach zeigen, dass durch das Sichtbarmachen von den Namen, durch das Einschreiben von den Namen in die Stadt, in den Urban Fabric, zeigen, dass das ist eine Person, an diese Person erinnert jemand, an die Person denkt jemand und es ist nicht einfach nur eine Zahl in der Statistik, sondern eben eine Person mit Lebensträumen und eben Familie und Freunden, die eben vermisst wird. Und hier geht es um was, ne? Genau, ja. Und du hast gesagt Namen, vielleicht auch Sprüche, waren das auch so abstrahierte Porträts oder vielleicht richtige Porträts? Wir haben diese Silhouette hier nochmal als Sprüher direkt. Wie war der Umgang mit Porträts? Ja, es gibt, empirisch war mein Fokus in der Forschung auf Mütteraktivistinnen, also Mitglieder von schwarzen Mütterorganisationen, deren Söhne eben erschossen wurden von der Polizei. Und die, was das ganz zentral ist, die tragen als Erinnerungspraxis sozusagen T-Shirts mit dem Foto von dem Opfer drauf. Und die haben großen Wiedererkennungswert. Das gibt es nicht nur auf T-Shirts, auch auf Bannern, die sie mitnehmen zu ihren öffentlichen Auftritten und eben auch als Street Art, die dann was zum Teil irgendwie von Street Art Künstlern gemacht wird, aber zum Teil auch irgendwie so als gemeinschaftliche Praxis, um in der jeweiligen Favela oder in der Nähe quasi großflächigere Bilder zu machen oder Graffiti eben mit den Bildern von den Polizeiopfern. Also das ist schon so den Opfern auch ein Gesicht geben ist, also einen Namen und Gesicht geben ist sehr zentral. Also ja. Diese Silhouette kommt mehrfach. Wir sehen die hier zum Beispiel nochmal. Heute werden Graffiti und Street Art ja entweder strafverfolgt oder haben sogar natürlich auch einen Kunstmarktwert mittlerweile. Sie sind aber auch kulturell eingehegt in Jugendzentren, wo Wände zur Verfügung gestellt werden, Kurse gegeben werden. Das hier dokumentiert echt noch eine andere Zeit, eine Situation, die damals sicherlich aufregend war. Als Objekt, finde ich, verkörpert das ganze Buch aber eher, deswegen blätter ich jetzt hier so durch, damit man das sieht,
den administrativen Blick, finde ich. Es ist eine sehr systematische, immer gleichförmige Behandlung des Bildes, des Fotos auf der Seite, an derselben Stelle. Ich finde auch, dass die Farben irgendwie abgedämpft wirken jetzt im Druck. Und die Typografie, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, hier ist es ein bisschen farbiger, da sieht man auch Autos mal. Die Typografie erinnert auch an so einen administrativen Akt oder eine Akte. Und wie gesagt, diese Fotografien sind archiviert worden, sind Teil dieser Archive dieser beiden Männer, Konrad Kittel und Kreuzer gewesen. Und ich finde, das drückt dieses Buch auch aus. Also hier haben wir das auch nochmal mit dieser Typografie und dann dieses Grau, das könnte so ein Findbuch fast sein oder aber auch eine Wand. Wo steht dieses Buch bei dir und wofür nutzt du das Buch? Ja, also im Regal steht das Buch zwischen Belletristik und den wissenschaftlichen Büchern und so quasi emotional oder steht das irgendwie also ich war dabei bei der Buchpräsentation vor einigen Jahren und das irgendwie, für mich steht dieses Buch so da haben sich ein paar Personen zusammengefunden, die in diese Archive durchgegangen sind, die Fotos bearbeitet haben, dieses Buch geschaffen und auch das Click-Clack-Publishing ist ja, also Click-Clack ist von Schütteln von der Spraydose, also der Sound, den es gibt, wenn man eben diese Spraydose schüttelt, also es ist einfach so Sie haben sich rund um diesem Thema verschrieben und das sieht man irgendwie inhaltlich und bei der ganzen Aufbereitung von diesem Buch und das finde ich irgendwie interessant, weil es einfach so ein Mini-Ausschnitt ist, irgendwie so ein Reinzoomen in eine irgendwie sehr kurze Zeit und ein historisches Dokument auch irgendwie, weil das ja alles vermutlich so überhaupt nicht mehr sichtbar ist, weil es 40 Jahre vergangen sind. Genau, weggesprüht mit Mitteln, die das entfernen oder übersprüht und auch der American Dream erscheint sehr überholt. Ja. Danke, Josefa, für dieses Gespräch. Danke. Und dass du mir dieses Buch vorgestellt hast.